Hi. Hallo. Ela ist die Studentin, von der ich euch erzählt habe. Und? Hat sie den Job? Von mir aus, ja. Aber es geht doch nur um die Sommerferien, um läppische 6 Wochen. Das hat meine Mutter dann ja auch eingesehen. Wie eingesehen? Ich darf hier bleiben, wenn ich wirklich hier wohnen darf. Trägst du das Zeug eigentlich immer noch ständig mit dir rum? Klar, solange der Kerl noch hinter mir her ist. Was machen Sie da? Und wer sind Sie? Wie kommen Sie dazu, in meinen Papieren zu wühlen? Vielleicht erfahre ich jetzt endlich, was Sie da treiben. Ja, natürlich. Sie sind Herr Brandner, nicht? Bin ich. Und wer bitte sind Sie? Ela. Gabriela Anders. Die neue Haushaltshilfe. Und warum tun Sie nicht, wofür Sie bezahlt werden? Es tut mir leid. Ich dachte, Sie freuen sich, wenn ich den Fehler... Worüber soll ich mich freuen? Darüber, dass Sie in meinen Unterlagen herumkritzeln? Aber ich wollte doch nur helfen. Wenn Sie sich hier schriftlich betätigen wollen, dann führen Sie ein Haushaltsbuch. Oder überfordert Sie das vielleicht? Aber sehen Sie denn nicht, dass Ihre Berechnungen falsch sind? Was ich sehe, ist jemand, der in meinen Privatsachen herumschnüffelt. Was ist denn los? Was soll sein? Ich komme nach Hause und finde eine wildfremde Person über meinen Papieren. Ich verspreche Ihnen, Herr Brandner, das kommt nicht mehr vor. Ich werde nie mehr an Ihre Unterlagen gehen. Sie werden auch nie wieder Gelegenheit dazu haben. Sie sind das erste und letzte Mal hier gewesen. Aber Papa, das kannst du doch nicht machen. Sie hat sicher nur gut gemeint. Das ist mir egal. Wenn ich zurückkomme, will ich Sie hier nicht mehr sehen. Ich bin im Büro. Wenigstens wühlt mir da keiner in meinen Unterlagen herum. So, das ist jetzt alles. Tja, wird höchste Zeit, dass wir fahren. Auf einen Kaffee können Sie sicher noch bleiben. Oder ein Pharisäer, so als kleine Einstimmung auf Stralsund. Fari was? Kaffee mit Rum und Sahne. Das trinken die da oben an der Küste. Sie würden mir wirklich eine Freude machen. Vielen Dank, das ist sehr nett von Ihnen, aber mein Mann hat recht. Wir sollten jetzt so langsam fahren. Möglichst ohne Schwips. Ja, bis Stralsund braucht man ja auch eine Weile. Ja, liegt ja auch am Ende der Welt. Gatti, bitte. Ja, ist doch wahr. Sie hat ja nicht so ganz unrecht. Unser Ecki ist auch nicht gerade in Begeisterungsstürme ausgebrochen. Deswegen bin ich Ihnen ja so dankbar, dass er noch ein bisschen hier bleiben darf. Ist das selbstverständlich. So, also ich gehe schon mal runter. Der Wagen steht in der zweiten Reihe. Vielen Dank nochmal. Aber gern geschehen. Er gehörte schon fast mit zur Familie. Und wenn Sie mal nach Stralsund kommen, in der Pension Nietzsche ist immer ein Zimmer für Sie frei. Ich komme gerne für Angebot zurück. Du Mädchen, bleib wie du bist. Ne? Und du, Junio, halt die Ohren steif. Mach uns keinen Ärger, hörst du? Du kennst mich doch. Ja. Tschüss. Pass auf dich auf. Ja, Mama. Und hör auf Frau von Stanek. Ja, Mama. Und wasch die Ja, Hände. Mama. Ist gut. Viel Spaß in den Ferien. Danke. Wiedersehen. Vielen Dank. Wiedersehen. Alles Gute und viel Glück für Ihre Pension. Das können wir brauchen, danke. Und wenn irgendwas ist, dann... Melde ich mich sofort. Ja. Wiedersehen. Wiedersehen. Endlich Ferien. Was ist denn mit dir los? Entschuldige, ich war noch beim Fotografen. Neue Passfotos machen. Mein Ausweis ist abgelaufen. Also ich lasse meine immer im Bahnhofsautomaten machen. Ja, so sehen die wahrscheinlich auch aus. Ein schöner Menschen kann eben nichts entstellen. Jan, ich wollte dich was fragen. Und zwar, naja, ich habe eigentlich keine Lust, in nächster Zeit mit Klappmesser und Ringers rumzulaufen und habe mir überlegt, einen Selbstverteidigungskurs zu machen. Gute Idee. Ja, und zwar habe ich mir gedacht, naja, ob du sowas nicht hier anbieten könntest. Ein Selbstverteidigungskurs. Ich. Hier. Ja, warum nicht? Aber das hier ist ein Fitnessstudio und keine Kung-Fu-Schule. Ja, schon, aber ich rede ja auch von einem Kurs speziell für Frauen. Ja, das macht schon Sinn, was du sagst. Oder meinst du, wir bekommen auch genügend Frauen für so einen Kurs zusammen? Ich glaube schon. Und die erste Schülerin hast du ja schon. Das wird aber ein verdammt teurer Einzelunterricht. Ja, aber es könnte auch ein riesiger Erfolg werden.
Auf jeden Fall wäre es eine prima Reklame für dein Studio. Die anderen bieten sowas gar nicht erst an. Tja, die werden auch wissen, weshalb. Ach bitte, Jan. Wenn es nicht läuft, dann kannst du den Kurs ja wieder aus dem Programm nehmen. Na schön, ich denke drüber nach, okay? Prima. Und ich höre mich bei den Mädels um, ob noch irgendjemand Interesse hat. Und ich habe dir extra noch gesagt, die Finger von Papas Unterlagen zu lassen. Ich konnte ja nicht ahnen, dass dein Vater so einen Aufstand macht, bloß weil ich ihm helfen wollte. Das ist echt bescheuert So, jetzt mach mal halblang. Immerhin hast du in seinen Unterlagen rumgeschrieben. Ich habe die Fehler verbessert. Ohne ihn um Erlaubnis zu fragen. Wie bist du überhaupt auf diese Schnapsidee gekommen? Ich kann einfach nicht anders. Wenn ich Zahlen sehe, dann muss ich einfach rechnen. Das ist irgendwie in mir drin. Wie ein innerer Zwang. Ich kann mich nicht dagegen wehren. Also für deinen Job hier wäre ein innerer Putzzwang aber vorteilhafter. Ich liebe Mathe und alles, was mit Zahlen zu tun hat. Ich habe mir wirklich nichts Böses dabei gedacht. Naja, das ist ja jetzt egal. Was hast du vor? Naja, ich gehe dann mal besser. Nein, warte, setz dich wieder. Was soll ich denn noch hier? Er hat mich doch rausgeschmissen. Er war sauer. Und zu Recht. Aber wenn er sich erst mal wieder beruhigt hat, ist er ganz umgänglich. Du meinst, er überlegte sich vielleicht noch mal? Du musst ihm nur einen triftigen Grund dafür liefern. Du meinst, ich sollte ihm zeigen, dass ich nicht nur rechnen kann? Aber das schaffe ich doch nie bis heute Abend. Schon mal was von Solidarität unter Frauen gehört? Martin, sag mal, kennst du jemanden, der einen Selbstverteidigungskurs für Frauen leiten könnte? Ja, ich wüsste da jemand. Hätte der unter Umständen auch Lust und Interesse, hier zu arbeiten? Ja. Cool. Schick ihn vorbei. Ist nicht mehr nötig. Was, du? Mhm. Ich habe jahrelang Judo gemacht. Ach, das habe ich gar nicht gewusst. Es gibt eine ganze Menge, was du nicht von mir weißt. Ja, das Problem ist nur, ich bräuchte jemanden, der neben reinen Kampfsportkenntnissen auch was von Psychologie versteht. Ach so, naja, damit kann ich leider nicht dienen, aber ich wollte es wenigstens angeboten haben. Ja, das ist nett von dir. Aber das muss jemand mit einer speziellen Ausbildung machen. Hm? Weißt du, Zahlen sind für mich das Größte. Sie haben sowas Zuverlässiges, Berechenbares. Also wenn ich mich auf Zahlen verlassen kann, dann auf die in meinen Bankauszügen. Die sind immer in der Miesen. Nur das simpelste aller Beispiele. 1 und 1 ist und bleibt nun mal 2. Aber nur vor Abzug der Steuer. Ihr Betriebswirtschaftler habt eher ein gestörtes Verhältnis zur Mathematik. Ach, Mathe ist für mich nur ein notwendiges Übel. Wenn ich es nicht fürs Studium bräuchte, würde ich lieber einen großen Bogen drum machen. Mich ziehen Zahlen magisch an. Ja, das habe ich gemerkt. Sag mal, in Papas Unterlagen, hast du da echt viele entdeckt? Eine ganze Menge sogar. Und du hast auf einen Blick gesehen, dass irgend so ein Gebäude falsch berechnet wurde? Ja? Kapier ich nicht. Soll ich dir erklären? Nur wenn uns das nicht vom Putzen abhält. Also das Problem fängt schon mit der Grundfläche an. Ach, ich könnte immer Ferien haben. Mhm. Und ich könnte öfters mal auf meine Eltern verzichten. Ob die zum Abschlussball kommen? Bestimmt. Die werden sich sicher nicht entgehen lassen, was ihr Sohn auf dem Tanzparkett für eine Figur abgibt. Ach komm, du schaffst das schon. Nach der ersten Tanzstunde heute sieht die Welt doch schon ganz anders aus. Ich weiß nicht. Hinter meinen Büchern fühle ich mich wesentlich wohler. Diese ganzen Schrittkombinationen, die kann ich mir bestimmt nicht merken. Zur Not führe ich dich. Ja, irgendwas muss ich ja mal besser können als du. Wozu braucht man überhaupt diese ganzen Standardtänze? Für große Bälle. Wann werde ich schon mal auf den Ball eingeladen? Also na, hör mal. Gerade in solchen Ferienorten wie Stralsund jagt ein Ball den anderen. Ball der Kreishandwerkerschaft, Feuerwehrball, Sommerfest der Kurverwaltung, Schützenfest. Ich glaube, dass diese Veranstaltungen dann wohl ohne mich stattfinden müssen. Ach komm, in ein paar Wochen hast du Fox, Walzer und Cha-Cha-Cha voll drauf. Ich habe aber keine Lust auf solche Provinzveranstaltungen. Und was ist, wenn ich mit dir mal auf so ein großes Fest gehen möchte? Dann komme ich natürlich mit. Für irgendwas muss ja dieser Ball schließlich gut sein. Oh, verdammt. Ich habe die Tür nicht abgeschlossen. Scheiße. Na, warte.
Martin. Oh, sag mal, Anna, spinnst du? Oh Gott, es tut mir leid. Ich dachte, das wäre dieser Typ und... Tut's sehr weh? Na, ich werde es wohl überleben. Was machst du überhaupt hier? Ach, eine Kundin hat mich angesprochen. Sie meinte, dass das mit dem Gerät nicht in Ordnung sei. Ich konnte ja nicht wissen, dass du jetzt drunter liegst. Sag mal, wieso hast du denn nicht abgeschlossen? Hab ich vergessen, aber man sieht doch an dem Münzgerät, dass die Kabine besetzt ist. Na, an deiner Stelle wäre ich nach deinem Erlebnis unter der Dusche nicht so leichtsinnig. Also es tut mir wirklich leid. Naja, es geht schon wieder. Ich werde mir mal was zum Kühlen besorgen, ja? Ja. Mist. War es nicht richtig sauber? Wenn du nur halb so gut putzen könntest, wie du rechnest, dann könnte man mit dir wirklich was anfangen. Dann ist der Job vielleicht doch nichts für mich. Ach, das kann man alles lernen. Jedenfalls leichter als Mathe. Du musst es nur wollen. Würdest du mir denn dann so ein paar Putztricks beibringen? Wenn du dich dafür bei Gelegenheit mit ein paar Gleichungen in BWL revanchierst? Gerne. Wo hast du deine Bücher? Moment, ich habe gesagt bei Gelegenheit. Also die Streifen hier, die machen sich nicht so gut, wenn es nochmal klar nachgeputzt werden. Ja? Klar. Sag mal, dein Mathe-Talent, wann hast du gemerkt, dass du das besser kannst als andere? Als Kind im Krankenhaus. Da habe ich mich zum ersten Mal intensiv mit Zahlen beschäftigt. Im Krankenhaus? Was kann man denn da rechnen? Bis auf die Tage, bis man wieder raus darf. Ich habe ein halbes Jahr flach gelegen, Wirbelsäulenschaden. Das ist verdammt lange. Und vor allem war es absolut öde. Bis ich dann aus lauter Langeweile alles durchgerechnet habe, was mir in den Sinn kam. Und was zum Beispiel? Angefangen hat's mit der Schwester. Die musste 3-mal am Tag kommen und mich rumdrehen, damit ich nicht durchliege. 21 Umdrehungen in der Woche? 84 im Monat, 168 in 2 Monaten, 336. Ja, okay, ich hab's kapiert. Anschließend wollte ich dann wissen, wie lange so eine Infusion braucht, bis sie durch ist. Du glaubst gar nicht, was die alles in dich reinschütten können. Blut, Kochsalz. Oh, wie aufregend. Vor allem, wenn man bedenkt, dass jede Lösung eine andere Durchlaufgeschwindigkeit hat. Also Mathe kann echt spannend sein. Im Gegensatz zur Hausarbeit. Aber ich finde, der Aufwand hat sich gelohnt. Das sehe ich auch so. Dank deiner Hilfe. Und was machen wir jetzt? Du machst Feierabend und ich fahre in die Firma und rede noch mal ein paar Takte mit dem Hausherrn. Wär doch gelacht, wenn ich den nicht rumkriege. So eine intelligente Haushaltskraft finden wir nie wieder. Der Cha-Cha-Cha ist eigentlich eine der einfachsten Übungen. Wir wollen Ihnen das noch mal zeigen. Der Herr beginnt rechts, die Dame beginnt links. Seit, vor, Platz, Cha-Cha-Cha, Rück, Platz, Cha-Cha-Cha, vor, Platz, Cha-Cha-Cha, Rück, Platz, Cha-Cha-Cha. Dankeschön. Na siehst du, das ist doch total easy, hm? So, wir wollen das Ganze jetzt mit Musik probieren. Bitte Tanzhaltung einnehmen. 1, 2, 3 und Seit, vor, Platz, Cha-Cha-Cha, Rück, Platz, Cha-Cha-Cha, vor, Platz, Cha-Cha-Cha, Rück, Platz. Man kann auch mit offenen Augen tanzen. Au! Das hat den Vorteil, man sieht mehr. Oh, Entschuldigung, hab ich dir wehgetan? Cha-cha-cha, Rückplatz, cha-cha-cha, Vorplatz, cha-cha-cha. So, und wenn wir jetzt dabei noch ein freundliches Gesicht machen würden, dann hätte das Ganze doch viel mehr Ähnlichkeit mit dem Rückenmodetanz aus Kuba. Es geht doch. Cha-cha-cha, Rückplatz, Cha-cha-cha, Vorplatz, Cha-cha-cha, Rückplatz, Cha-cha-cha. Was ist denn mit dir passiert? Anna hat mir mit voller Wucht die Tür vom Solarium gegen den Kopf gedonnert. Und wie kam das? Ich wollte nachsehen, ob mit dem Gerät alles in Ordnung ist. Ich wusste ja nicht, dass jemand drunter liegt. Und sie dachte, ich wäre der Spanner. Warum schließt sie nicht einfach ab? Keine Ahnung. Hat sie wohl vergessen. Also ich verstehe sie nicht. Erst macht sie so ein Theater mit Tränengas und Selbstverteidigungskursen und dann schließt sie nicht mal die Tür vom Solarium ab. Das kann dir mal vorkommen. Sag mal, mein Kopf, der dröhnt. Hast du was dagegen, wenn ich nach Hause gehe? Geht's dir wirklich so schlecht? Mir ist kurz elend. Du solltest besser einen Arzt rufen. Das kann eine Gehirnerschütterung sein. Nee, so schlimm ist es nicht. Ich leg mich einfach nur ein bisschen hin, ja? Okay, gute Besserung. Entschuldige nochmal. Ist okay. Oh Mann, ich wollte das wirklich nicht. Ich dachte, das ist wieder dieser Typ. Ich verstehe deine Panik, ja, aber du kannst deswegen nicht jeden Typen in deinem Bekanntenkreis fertig machen. Ich musste Martin nach Hause schicken. Und jetzt darf ich seine Stunden übernehmen. Oh Gott,
ist mir das peinlich. Was mache ich denn jetzt? Du könntest dich ein bisschen um Marty kümmern. Ja, am besten ich sehe später mal nach ihm. Tu das. Ich könnte ihm ja Blumen mitbringen oder sowas. Ein Schutzhelm wäre wohl angebrachter. Ich wusste gar nicht, dass Tanzen so anstrengend ist. Aber es macht doch total viel Spaß. Vor, Platz, cha-cha-cha. Rückplatz, cha-cha-cha. Vor. Also was ist? Willst du jetzt etwa schon schlapp machen? Nur ein bisschen ausruhen. Für die nächste Stunde? Du weißt doch, was der Tanzlehrer gesagt hat. Vor, Platz, cha-cha. Nein, üben, üben und nochmal üben. Aber ich bin müde. Ach, in deinem Ostkaff kannst du dich die ganzen nächsten Jahre ausruhen. Da hast du auch wieder recht. Muss man beim Tanzen nicht sowas wie einen Sicherheitsabstand einhalten? Aber doch nicht, wenn man sich im Schritttempo fortbewegt, hm? Donnerwetter. Ja, bitte? Störe ich? Nein, nein, Schatz. Setz dich durch. Was kann ich für dich tun? Es geht um Ela. Aha. Meinst du, junge Frau, die lieber rechnet, statt putzt? Aber Papa, sie wollte dir doch nur helfen. Mhm. Wollte sie das? In Mathe hat sie echt was auf dem Kasten. Das muss sie wohl. Sie hat alle Fehler korrigiert. Aber ist doch toll. Ja, ist es leider nicht. Wir brauchen nämlich kein Rechengenie, sondern eine Haushaltshilfe. Ela ist beides. Du musst dir mal das Wohnzimmer ansehen oder die Küche. Es ist alles blitzblank. Was erwartest du jetzt von mir? Soll ich ihr die goldene Klobürste überreichen? Das wäre eine Möglichkeit. Und die andere? Stell sie wieder ein. Aber Papa, bitte, sie hat sich doch bei dir entschuldigt und dir versprochen, Es dass... ist mir egal, was sie versprochen hat. Es ist einfach keine Art, in anderer Leute Unterlagen herumzuwühlen. Gib ihr doch eine zweite Chance. Damit sie demnächst meine Kontoauszüge nachrechnet. Nein, Susanne, entweder sie hat dieses Feingefühl oder sie hat es nicht. Das kannst du ihr nicht mehr beibringen, dazu ist sie leider zu alt. Okay, dann bleibt die Hausarbeit eben wieder liegen. Nein, 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 nein. Das nächste Mal versuchen wir es mit jemandem, der nicht rechnet, sondern putzt. Willst du eine Modenschau veranstalten? Nein, ich wollte nur wissen, ob... Soll ich auch machen? Nein, ich gehe schon. Aber du kannst mal einen Blick auf die Pizza im Ofen riskieren. Hi! Jackie, was machst du denn hier? Ich wollte nur wissen, ob du noch lebst. Wir haben uns ja eine Ewigkeit nicht mehr gesehen. Ja, ich hatte halt bis zuletzt ziemlichen Stress in der Schule. Aber deswegen kannst du dich doch mal melden. Becky? Hallo? Also deswegen hast du keine Zeit mehr für mich. Was soll das denn heißen? Na, das sieht ja so aus, als ob er hier wohnt. Das tut er auch. Ecki wohnt bei dir? Ja. Ecki ist die Ferien über mein Gast. Sonst noch Fragen? Nee. Ich wollte eigentlich auch nur fragen, ob du nachher mit ins Off Limits gehst. Heute? Wir wollten uns eigentlich einen Film im Fernsehen angucken. Ihr macht euch also einen gemütlichen Fernsehabend. Wie romantisch. Was soll denn daran romantisch sein? Ecki kann ja mitkommen. Hast du denn Lust? Wenn du willst. Okay, wir kommen mit. Aber vorher spendiere ich noch eine Runde Pizza. Ihr habt doch sicherlich Hunger, oder? Ich brauchst du nicht zu fragen. Sag mal, du und Kathi, ihr habt doch so ziemlich den gleichen Geschmack. Also was Männer angeht, kommen wir uns sicherlich nicht in die Quere. Ich meine ja auch mehr in modischen Dingen. Da liegen wir schon eher auf einer Wellenlänge. Was glaubst du, würde ihr besser gefallen? Das oder das? Ich glaube nicht, dass Kathi Größe XXL trägt. Das ist ja nicht für sie, das ist für mich. Ich will wissen, was ich anziehen soll. Seit wann interessierst du dich für Klamotten? Naja, Kathi hat doch immer so coole Sachen an. Und da will ich neben ihr nicht immer wie der letzte Heuler rumlaufen. Du willst dich für Kathi in Schale schmeißen? Also Moment mal. Ich würde das da nehmen.
Das findet sie bestimmt total gut. Meinst du wirklich? Klar, das wird sie umhauen. Ich kenne doch meine Freundin Kathi. Anna? Ja, ich wollte mal sehen, wie es dir geht und wollte mich noch mal bei dir entschuldigen. Die sind für dich. Als kleine Wiedergutmachung. Danke, aber das wäre doch nicht nötig gewesen. Tut's dir noch sehr weh? Es geht schon wieder. Bin ich aber froh. Ja, schöne Tür. Ach so, willst du vielleicht reinkommen? Ja, deswegen bin ich eigentlich hier. Danke. Anders? Susanne Brandner. Susanne, und? Wie ist es gelaufen? Um ehrlich zu sein, beschissen. Mein Vater ließ überhaupt nicht mit sich reden, er hat total auf stur geschaltet. Naja, was soll's. Dann muss ich mir halt einen anderen Job suchen. Das könnte dir wohl so passen. Was soll denn das heißen? Das heißt, dass du nur bis auf Weiteres freigestellt bist. Eine Chance gibt es nämlich noch. Und welche? Du musst die große Entschuldigungsnummer abziehen. Und wie sieht die aus? Du bittest meinen Vater mit großen, traurigen Augen um Verzeihung. Das kann ich nicht. Willst du den Job oder willst du ihn nicht? Ja, schon. Na also. Und was muss ich da genau tun? Am besten du gehst persönlich zu ihm hin und bittest ihn um Entschuldigung. Und was, wenn er meine Entschuldigung nicht annimmt oder mich gar nicht erst zu Wort kommen lässt? Dann kannst du dir noch immer was Neues suchen. Ja, wenn du wirklich meinst. Ich bin sicher, dass das funktioniert. Na gut, verlieren kann ich ja nichts mehr. So sehe ich das auch. Wie wär's, wenn wir 5-mal abends weggehen? Hm? Eine Runde abtanzen? Oh ja, Kathi und ich machen nämlich gerade einen Tanzkurs. Mit Walzer, Rumba und dem ganzen Zeug? Ja. Kommt bestimmt gut in einem Techno-Club. Wie wär's denn, wenn wir beide mal so einen Tanzkurs machen? Ja, das können wir ja noch machen, wenn wir die Rente durch haben, nicht wahr? Wir sollten ruhig mal wieder öfter weggehen. Ich hätte nichts dagegen, mich mal wieder so richtig zu verlieben. Ja, fände ich auch nicht schlecht. Damit solltest du besser noch ein paar Wochen warten. Na, dein Feriengast wäre sicherlich nicht so begeistert. Du weißt doch ganz genau, dass Ecki nur ein guter Freund ist. Dein guter Freund hat sich total in dich verknallt. Ach, du spinnst doch. Wenn ich's dir sage? Er hat mich sogar vorhin gefragt, was er anziehen soll, um dir zu gefallen. Sag mal, merkst du das denn nicht? Er ist total verknallt in dich. Nein, das glaube ich nicht. Hey, das sieht doch ein Blinder mit Krückstock. Ecki ist total verrückt nach dir. Willst du die nicht ins Wasser stellen? Ach so, klar. Entschuldige, bitte. Das gibt's doch nicht, das ist mein Rucksack. Du bist das. Ja. Ich bin das. Ich kann nicht anders.